Oh. Hey, guys. What are you doing here? Just a moment. Let me get up. Fühlst du dich? It's weird, Oh, right, yeah. I haven't had time to give you the full details. Well, I made a lot of great contributions to the war effort lately. Fighting the Shogun's army at sea, taking on Shogunate samurai all by myself, rescuing my comrades from an ambush. Things I never would have dreamed I could do when you first met me. If only I were stronger still. The stronger I am, the more I can do for the resistance. Wait a sec. Where's my secret weapon gone? Erzähl mir von deiner Waffe. It wasn't long after you were made captain of Swordfish 2. I met these mysterious people. Said they were with our supporters. They gave it to me and said that as long as I have the will to become stronger, this secret weapon will answer my call. It's just like a vision, isn't it? Of course, I've never used a vision, so I wouldn't know the difference. Es ist ein teuflisches Auge. Delusion. Oh God. That doesn't sound very good. So, what's the difference between a delusion and a vision? Es wird das Leben des Benutzers auszerren. Gosh. Well, I suppose it's not too surprising that a mysterious weapon of unknown origins would come with its risks. I've been getting more and more tired over the past few days, and I have this strange sense of dread. Nennt sich tot. At first, I'd find I was a little more beat than usual after a battle. Didn't think anything of it. But today, I got back and suddenly my vision was going blurry. This is a real shame. There I was. Warum ist das so traurig? Wenn Sumiro jetzt noch trauriger wird, ne, dann weine ich. Receive the favor of the gods after all. Hey, would you do something for me? When our uniforms are ready, grab mine for me. Bring it back here, and we can change together. What's that look for? Don't worry, partner. As soon as I've rested up, I'll be right as rain. Right as rain, I tell you. As soon as I've rested up. Teppei! Die Fatui. Hey! Where are you going? Hey! Teppei's breathing. Er lebt aber noch, okay. Ich dachte, er wäre jetzt schon gestorben. How's Teppei's condition? Die Situation hat sich plötzlich verschlechtert. I have put out the order to cease all delusions. The vast majority are showing some loss of vitality, but nothing serious. Sadly, a few have been less fortunate. Your Excellency, I'm planning to establish a dedicated field hospital to monitor their condition. The soldiers are up in arms about the ban, though. They know full well what a delusion is, but they still intend to keep using them. Okay, I'll leave you to deal with the situation. I have to get to the front line. This whole fiasco is certain to be a blow to morale. If the Shogun's army attacks now while we're scrambling to recover, it could well undo everything we have achieved so far. What are your thoughts? Die Fatui aufhalten. No, it's too dangerous. The Sakoku decree is still in force, so their delusions must be produced within Inazuma's borders. To organize an operation of this scale, they will have had to mobilize a huge amount of manpower and resources. They can't have done it without local support.
Okay. If we want to stop them, we have to destroy the factory where the delusions are made. But it's sure to be heavily guarded. It's dangerous to go alone. At least take some troops with you. Keine Zeit. Your Excellency, given the urgency of the situation, we were hardly discreet when confiscating the delusions. The Fatui are sure to take notice. If we spend any longer amassing our forces, they will get wind of our plans and make their escape. Very true. Let me think. I gave this some thought while you were confiscating the delusions. The side of the factory must be big and secluded, but close enough to a transport route to ensure the supply of raw materials. Not many places meet these criteria, and if we take the locations where our soldiers receive their delusions into account as well, I suspect the site is likely to be the cliffs, near the ocean at the southwest of Yashiori Island. I'm not going to stop you, but please, be careful. Werden We have wir. lost too many courageous fighters already. I don't want to lose you too. Das ist so süß. Lass uns gehen. Macht dir so viele Sorgen um uns. Das ist so süß. You mean to the delusion factory? Really? You aren't gonna think it over first? Nein, wir sind User. Wir machen alles ohne nachzudenken. Ist ja langweilig, wenn man nicht mehr drüber nachdenkt. Ich. Ah ne, wir sind das ja. So, ups, falsch Knopf. Wo müssen wir denn hin? Ich würde sagen, wir gehen dahin. Ist gut, dass ich mir die Teleporter gestern alle freigeschaltet habe. Also ich habe wirklich vorgestern habe ich auch Conquest aufgenommen. Gestern habe ich alles editiert. Nein, vorgestern habe ich alles editiert und gestern habe ich mich dann um die Teleporter gekümmert. Ja, und jetzt spielen wir halt die Quest. Ist anscheinend auch noch ein Dungeon. Habe ich den verpasst? Ah, der ist noch eingesperrt. Haben sowieso keine Ausdauer mehr. Ah, ich kann mir schon vorstellen, was es zu tun hat. Das kriegen wir gerade. Ja, solange das ja geht ja noch nicht. Ja, Ausdauer, ich hatte Ausdauer vergessen. Oh Gott. Eigentlich stehen die gut, ne? Ich denke aber eher, dass hier unten ist irgendwo. Ist ein Loch in der Wand. Ah, geht zur Fabrik der Teuflischen Auge. Das ist ein Dungeon, ne? Ja. Teuflische Augen dürfen sich nicht ganz in der Summe ausbreiten. Du wirst nicht ratlos zusehen, wie sie immer mehr Leid verursachen. Fische wechseln wir wieder durch Lisa. Ja. Ich würde vielleicht Lisa ersetzen durch Dori. Ein bisschen Dori noch hochleveln. Ja, ich muss schauen, das Team zu ändern und definitiv auch zu verstärken. Ich hasse diese Gegner. Ich hasse sie so unendlich. Wie? Ich bin tot. Willst du mich verarschen? Also das sieht jetzt schon kritisch aus, ne? Warte mal. Wie geht's da? Essen. Oh, wir haben nicht viel. Wieder mal, wie immer. Es ist schrecklich. Ich kann mich nicht darum kümmern, Essen zu haben. Es ist so schlimm. Nehmen wir die Reispuffer. User 1, Signature 1 und Bennett 1. Stärken wir unseren Angriff und natürlich unseren Schutz auf. Was war das? Den Pyroschaden. Den Hydroschaden wäre nicht schlecht und den Pyroschaden so.
Das bedeutet nämlich, dass Bennett noch stärker ist. Und Stingshaw bringt jetzt auch mehr. You're in for a little I'm going in! Adventure! Komm, Stingshaw, mach Wasser. So, können wir mit Lisa überladen. Und bei das und weg mit dir. So. Es sind jetzt 2 Wege vergangen und ein. Ah, wir haben da das Ding ab. Okay, okay. Okay, ein Aufzug. Ach, ich hasse Dungeons. Boah, das ist so eine Hexe, wirklich. So eine scheiß Hexe. Es gibt keine Gegner, die ich mehr hasse als diese. Weil die teleportieren sich, die machen mega unnötig Damage, die haben fucking viele Gehilfen und so. So. Ich freue mich auf den Tag, an dem ich diese Dinger one-hitten kann. Weil das ist dann doch nicht mal möglich auf meinem Hauptaccount. Also es ist wirklich... Bitte stirb einfach. So, die ist gut. Dann haben wir ein bisschen Ruhe jetzt mal. Beziehungsweise es ist weniger anstrengend. So, ein bisschen Feuer, ein bisschen Elektro. Jetzt stecke ich schon wieder hier fest. Ein bisschen Wasser. So, wieder mal nur der Typ hier im Eck. Der hier im Eck steht. Ich halte mich mal kurz so. Wo ist das Ding da? Nehmen wir das? Hab's nun? Ja. So, jetzt müssen wir auf den Aufzug warten. Nein, nein, nein. Scheiße. Ja, so. Und bestimmt wieder hier eine. Wer hat sich das ausgedacht? Ich bin ganz ehrlich. Okay, Thema kommt wieder hier hoch. Ich kann einfach durchrennen. Ist, so, und dann hier runter. Und dann müssen wir bei der Tür sein, ne? Ja. So, und jetzt? Hat er wieder irgendwo. Oh nee. So. Der geht vor. Der macht am meisten Damage. Und kann heilen. Der geht vor. Ja, wir sind gar nicht so scheiße gerade, ne? Das ist eigentlich ziemlich gut. Nein. Nein, heil nicht, bitte heil nicht. Nein, 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 nein. Bisschen heilen. Heilen ist immer gut. Muss mich ein bisschen heilen, definitiv. Weil genau solche Sachen geschehen und ich hasse dieses Ding. Und das ist bestimmt nicht die erste Welle. Da kommt, also das ist bestimmt die erste Welle, da kommt sicher noch was nach. Sicher. Aber zu 100% kommt da noch was nach. Oh, ich hasse, wenn der Damage so low ist. Ich muss unbedingt was machen. Unbedingt.
Wenn ich das hier nachher schneide, dann muss ich während dem spielen. Ernsthaft. Also ich habe mich gerade erschrocken, weil ich über ein Bein in das andere Bein gerammt bin und ich dachte, es wäre ein Tier. Wo ich es selbst war. Ich hasse es. Jetzt kommt bestimmt so eine scheiß Hexe. Oh nein, jetzt kommt die schlimmere Hexe. Oh Gott. Ich nehme das zurück, was ich vorhin gesagt habe. Diese Hexe ist noch schlimmer. Überhaupt alle weiblichen Genshin-Gegner sind einfach nur extravagante Lebewesen. Nein, nein. Lass das, wenn die dich festsetzt. Du kannst links hingehen und dann teleportiert sie sich weg. Aber ich könnte diese Dinger umbringen, ganz ernsthaft. Ich habe so keinen Verdacht. Nein, bitte lass mich raus. Verpiss dich. Verpiss du dich. Ich will mich gar nicht um dich kümmern. Das Beste ist, wenn man overpowert, wäre das hier ja gar kein Problem. Aber wenn man schon keine Kraft hat, sozusagen. Und dann gerade zwei von diesen Dingen, also gerade diese zwei bekämpfen muss, das ist ein Pain in the Hinterteil. Ganz ernsthaft. Stirb! Stirb! Sie ist tot, sie ist tot. Wir bekamen zwar noch den Damage, aber sie ist tot. Schaut, die Boosts sind wieder weg. Hydroschaden, Pyroschaden. Iss mal was so. Das haben wir nichts mehr zum Heilen. Ich hoffe, es dauert nicht mehr lange. Vielen Dank. Alter, warum ist der so warum hält er so viel aus? Hier kommt Elektro raus. Komm. Gib mir den Tornado. Er lebt noch, aber nicht mehr lange. So. You actually managed to find this place. Congratulations. So, you're another Fatui Harbinger? Like Senora and Child? Senora and Child. I didn't know you and my two least reliable colleagues were acquainted. I'm the Balladeer. Number 6 of the Fatui Harbinger. Scaramouche! Delighted Ich to weiß, dass meet er noch you, sehr, sehr wichtig almighty wird. traveler. Das ist das Einzige, was ich weiß. So many visitors today. To what do I owe the honor? Ihr stellt die teuflischen Augen her. Oh, so that's what this is about. Ich liebe seine Stimme. I think you've got the wrong idea. I know how this looks, but I'm just here to follow orders. I'm obviously not the mastermind behind this. Aren't you supposed to be pretty tough? What are you waiting for? Go get them. You're getting all worked up over nothing. Didn't have you down as being so weak. How can you say this is nothing? How can you call it anything more? It's the way of the world. Human life is worthless. They were always going to die, with or without a delusion. At least having one gives them a chance to fulfill their ambitions. Do you have any idea how useful the Vision Hunt decree is to us? It took a lot of work to make it happen. Obviously, it was in our best interests. Good news is, our hard work is finally paying off. Generating conflict creates a big market for delusions. Now we just let the promise of power draw in the weak. For just a small price, they get the feeling of controlling the world, trading their life for supreme power. Pretty good deal, don't you think? So, the Fatui started the Vision Hunt decree? You've been behind it all along? From the outside, Inazuma looks pretty impenetrable. But on the inside, it's a land of opportunity. With a little effort, we were able to break them down from within.
Link, Eternity logisch. stretches things out over a long time, but each moment within it becomes all the more fragile. Das ist wahr. Take your friend in the Resistance, for example. There's nothing you can do now. He's a lost cause. Just like a bubble on the water. Beautiful for a moment, then total destruction. The more it takes from them, the more tightly they hold on to it. And the more incompetent they are, the more determined they are to fight it. It's such a farce. You have to see the funny side. Ist nicht inkompetent. Hey, calm down! Jetzt müssen wir kämpfen. No. Ach nein. That's it. Just like that. Embrace the anger. Embrace it! The wrath of the gods fills this factory, and it feeds on your anger. What's happening? Jai, Miko? Was macht die da? Und warum? Ist sie mit uns? Ist sie ein Verräter? Nein, warte mal, sie arbeitet mit Raiden-Shougun. Und wenn Raiden-Shougun auf Ewigkeit will und Fatui will auf Ewigkeit, das bedeutet doch dann, die gehören alle zur Fatui und sie sind alle böse. Bedeutet das, Kokomi ist die einzige Richtige? Ist Jai Miko auch ein Gegner von uns jetzt? Oder ist sie doch unser Retter? Hä? Ich bin gar nicht durcheinander oder so. Repeat after me. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Come on. Jai, Miko? Oh, you recognize me right away. Your brain seems relatively unscathed. This is good news. It's just as well, really, with the amount of effort it took me to get you back here. Honestly, it was like you were glued to the ground back there. Nico? Paimon's been wanting to ask you about something. How come you're acting so differently from when we first met you? Am I? Maybe it's because I had the other shrine maidens leave. Anyway, I've always been like this. People show you whatever side of themselves they want you to see. I know this for a fact. Every side of me is the real me. People just like to define things in all sorts of arbitrary ways. This is a human society. At the moment, anyway. And I'm just doing as I please. Paimon didn't quite follow. Study humans a while longer, my little friend. You'll see what I mean. Wie genau konntest du? Right! Paimon was so focused on the Traveler that Paimon didn't notice what you did to get Scaramouche off our backs. What if I told you it was a secret art from the Grand Narukami Shrine, and that I had the balladeer down on his knees, begging for mercy in an instant? Well, maybe you should be worrying less about that, and more about how exactly you're going to thank me, no? Maybe some of your neural circuitry is less intact than I thought. Danke, Jai, Miko. I didn't mean you had to be so formal about it. I need your actions, not your words. The delusions. They're still on your mind, aren't they? Was ist danach passiert? You needn't worry. The leader of Watatsumi Island took some troops to clear the place out. She's also issued a strict ban on the use of delusions across the whole army. With their stronghold exposed, I doubt the balladeer is stubborn enough to try and retaliate now on his colleagues' behalf. It would be more trouble than it's worth. I must say, I would relish the opportunity to watch the Fatui getting a taste of their own medicine. Well, anyway, that Songonamiya Kokomi, she really outdid herself this time. I'd love to have another chat with her again in person.
But alas, belief systems can be such a hindrance sometimes. A hindrance? Should you really be saying that as the Gucci of the Grand Shrine? Anyway, I'm only telling you this to stop you worrying so that you can focus on something I need you to do for me. Ist das der Grund für meine Rettung? You've met her, right? Ja, direkt unter der Statue bei der Zeremonie. I'm not talking about the puppet. I mean her. Was? You've met her, yes? Du meinst... Yes, the true Raiden Shogun, who meditates endlessly in the plane of Euthymia to preserve her being. Her name is A. Are you saying that the one we met at the ceremony was just a puppet? And the real Raiden Shogun is the one that the traveler met later? And does that mean that when the battlefield changed, so did the opponent? Aber warum macht sie sich so eine Mühe? Because this is the Raiden Shogun's eternity. Before pursuing the eternity of her nation, she had to reach eternity for herself. Since the physical body will eventually turn to dust, she replaced hers with that of a puppet. And since the spirit is susceptible to erosion, she placed her consciousness inside her sword, where she remains in a meditative state, free from all disturbances. So, that place that she carved open with her sword... The plane of Euthymia. Essentially, the world inside her mind. A place that typically only allows her existence. She shuts herself off in her inner world, leaving all the affairs of the outside world to be dealt with by a puppet, who has a singular focus on the pursuit of eternity. This is the approach A has come up with for realizing eternity. Es war auch einer der Gründe für seine Abdankung. You mean Morax? It's been a while since I last saw him. A surprising decision by Liyue's Archon. What a fascinating god he is. It seems like the Raiden Shogun's approach solves the problem Zhongli was facing, though. Perhaps. Or you could take the view that she's acting like a little child, throwing a temper tantrum and locking herself in her room. Don't you think? Stimmt. The grand notion of eternity she once held has long since given way to the eternity of her own definition. And ultimately, her eternity is defined by fear. The fear of loss. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich tun soll. The truth is, we are on the same side. You want to save the people of Inazuma from the Vision Hunt decree. So do I. The only difference is that I'd rather like to save this nation and save A while we're at it. The key is that the plane of Euthymia represents A's inner world. Defeat her there, and you may well have the chance to shake the Raiden Shogun's will. So this is your plan? To abolish the Vision Hunt decree? Not by talking her out of it, or through an armed resistance, but by, hopping inside the Raiden Shogun's inner world? You're a fast learner. In short, this is the last chance to get Inazuma back on track. Otherwise, an eternity of darkness awaits. Aber warum? Don't you realize how special you are? Remember, the plane of Euthymia is a space where only she is allowed to exist. The fact that you could appear there tells us one crucial thing. That you have piqued her interest. Perhaps it's because she has never seen an individual who is so unpredictable in the face of eternity. Has no one else ever been in there? None. No one has seen the devotee of eternity since she shut herself away. In fact, no one even knows what it looks like in there. Your existence is more than just an opportunity. It's the very key to all of this. To that I say, well done, child. You did not disappoint me after all. Wait, you're leaving? Where are you going? Anti-Raiden Shogun training. I've prepared a special program just for you. Come along.
Okay. Und am Berg. Ich würde sagen, wir fliegen mal den. Okay. Also ist sie doch auf unserer Seite. Ein bisschen weiter. Noch ein bisschen weiter. So. Habe ich das nicht gut geregelt? We're gonna do it here? And what's this mechanism for? Think of it as a catalyst that can reproduce the Raiden Shogun's combat moves. I made it from my own memory, which means it should be perfectly accurate. Unless, of course, her skills have declined. It'll give you a chance to figure out her moves in advance and come up with a counter strategy. That should be a big help, don't you think? The aim is to try to not get hit by the attacks. Since you've escaped certain death at her hand once already, I presume this shouldn't be more than you can handle. Okay, das Anti-Shougun-Raiden-Spezialtraining. Ah, ich muss schnell sein, okay. Aber wie soll ich da... Diese gehen ja noch über. Uiui, da war ich aber schon. Wohin? Da. Ach ja, dafür brauche ich Elektro. Oh mein Gott, wie dumm. Okay, ich mach das aber sofort weiter. Eine Sekunde. Okay, dann machen wir das Ganze nochmal. Oh. Herausforderung starten. Gehen wir ganz hier hin, das ist aber... Ah. Jetzt wo ich wieder weiß, wie es geht, müssen wir einfach mal... Nein, das war falsch. Autsch. Los. Los. Nochmal. Los. Dann kommt nochmal das Kleine. So, und dann kommt das letzte. Ah, das ist das, wo die 3 sind. Oh Gott. Hä? Aber wie? Eine Sekunde.
Okay, man muss die 3 Dinger gleichzeitig, also die 3 Dinger, die da sind, muss man ausschalten in der kurzen Zeit. Das wird ein bisschen schwierig. Nein, oh, scheiße. Ich vergiss den immer. Tschung. Ha. Heieiei. 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 Jetzt kommt das. Tschung. Ach, noch nicht. Jetzt kommt das. Tschung. Tschung. Und dann kommt Tschung. Und dann kommt Tschung. Was? Warum? Ich versuche das jetzt noch einmal und wenn nicht, dann breche ich die Aufnahme ab und ich mache das nächste Mal weiter, weil das reizt mich gerade ein bisschen zu sehr. Ich bin so konzentriert gerade, es tut mir wirklich leid, dass ich nicht viel sage. Ich muss das beenden, das macht mich zu verrückt. Tut mir leid, Leute, aber ich beende die Aufnahme jetzt hier und wir machen das in der nächsten Folge weiter. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Tschüssikowski.